ich hatte so Lust auf Marzipan. Herzlich willkommen auf dem Nico Stanizo-Kanal. Schön, dich zu sehen. Marzipan, so wie man das in Lübeck herstellt, und ich meine, das ist ja der Mindestanspruch, besteht zu 2/3 aus Mandeln und zu 1/3 aus Puderzucker. Ich konnte leider nicht herausfinden, was die Geheimzutat bei Niederegger ist. Deswegen verwenden wir einfach Rosenwasser. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist die geheime Technik, mit der man den feinsten Mandelgeschmack herauskitzelt. Und wie das geht, das zeige ich dir heute. Aber erst, nachdem wir unser Rosenwasser selber gemacht haben. Für Marzipan und Rosenwasser braucht man tatsächlich nur 3 Zutaten. Im Video verwende ich 50 Gramm Puderzucker, 150 Gramm ganze ungeschälte Mandeln und 30 Gramm getrocknete Rosenblüten. Das Rosenwasser destillieren wir aus den Rosenblüten. Das ist ein ziemlich einfaches Verfahren und bringt ein super Ergebnis. Vor allen Dingen ist das Rosenwasser auf diese Weise für 6 Monate haltbar. Dafür brauchst du einen großen Topf. Ich stelle mir hier eine Schale aus Keramik umgedreht auf den Boden des Topfs. Sie dient als Erhöhung für die Schüssel, die wir in den Topf stellen müssen, um das Rosenwasser aufzufangen. Um die Schale herum verteile ich 30 Gramm getrocknete Rosenblüten und gieße 1,5 Liter Wasser auf. Ich verwende hier eine Glasschüssel, aber du kannst auch eine Keramikschüssel oder eine Metallschüssel verwenden. Wichtig ist, dass die Schüssel hitzebeständig ist. Den Topf dann mit dem umgedrehten Deckel verschließen, also die gewölbte Seite des Deckels soll nach innen zeigen, damit das Kondenswasser zur Mitte hin ablaufen kann. Wenn soweit alles vorbereitet ist, erhitzen wir das Wasser und bringen es zum Kochen. Gleichzeitig bereiten wir uns einen Beutel mit Eiswürfeln vor, den wir dann auf den Topfdeckel legen, damit der aufsteigende Dampf am Deckel kondensiert und das Rosenwasser dann hoffentlich in die Schüssel tropft. Wenn das Wasser zu kochen beginnt, dann muss die Temperatur sofort reduziert werden und zwar so niedrig, dass das Wasser gerade noch leicht simmert. Stell dir dann einen Wecker auf 30 Minuten, ja, und lass das Rosenwasser destillieren. Wenn das Eis zwischendurch schmelzen sollte, wovon ich stark ausgehe, dann wechsel den Beutel schnell aus. Nach 30 Minuten dann den Herd ausstellen und den Topf so vorsichtig wie möglich von der Platte ziehen. Bei Gas und Induktion kannst du den Topf natürlich stehen lassen. Den Topf dann samt Inhalt vollständig abkühlen lassen, ohne den Deckel zu öffnen, also nicht spickeln bitte. Den Deckel dabei weiterhin kühlen. Du kannst übrigens auch solche Kältepads verwenden oder Kühlakkus, wenn du welche hast. So, da ist unser köstliches Elixier. Feinstes selbstgemachtes Rosenwasser. Ich fülle mir das in eine Flasche ab und stelle es in den Kühlschrank, um mit dem Marzipan weiterzumachen. Dafür übergieße ich 150 Gramm ungeschälte Mandeln mit kochendem Wasser und lasse sie für 5 Minuten stehen. Und währenddessen löst sich die Mandelhaut ab. Also nicht ganz, aber sie löst sich. Die Mandeln anschließend durch ein Sieb abgießen und dann die Mandelhaut abziehen. Ich habe Marzipan übrigens auch schon mit den ganzen ungeschälten Mandeln gemacht, also dann kann man sich das Überbrühen sparen, also sozusagen die Version für Faule. Das geht auch, schmeckt aber nicht ganz so fein. Wenn du die Mandelhaut abgezogen hast, werden die Mandeln mit 50 Gramm Puderzucker gemischt. Das macht nichts, wenn die noch ein bisschen nass sind. Und anschließend im Blitzhacker fein gemahlen. Je nachdem, wie groß und leistungsstark dein Gerät ist, kannst du alle Mandeln auf einmal mahlen oder wie ich die Mandeln in 2 Portionen mahlen. Ja, bis die Mandeln gemahlen sind, möchte ich mich schon mal recht herzlich bei dir fürs Einschalten bedanken und nochmal erwähnen, dass es das ganze Rezept auch nochmal zum Nachlesen auf meiner Homepage gibt. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Ja, und wenn du den Kanal Nico Stanizo noch nicht abonnierst, dann weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt den Kanal Nico Stanizo abonnierst. Und dann kommt auch schon unser Rosenwasser zum Einsatz. Ich vermische die Mandeln mit 4 Esslöffeln Rosenwasser. Danach die Mandeln wieder im Blitzhacker zu einer feinen Paste vermahlen. Jetzt kommt das besondere Geheimnis feinsten Marzipans. Wir rösten die Masse bei milder Hitze in der Pfanne, bis die Flüssigkeit weitestgehend verdampft ist. Dafür verwende ich eine beschichtete Pfanne. Eine Kupferpfanne wäre meine erste Wahl, aber meine steht noch auf der Wunschliste.
Das Marzipan muss ständig gerührt und gewendet werden, und zwar für 5 bis 6 Minuten. Am besten, du stellst dir dafür einen Wecker. Danach muss das Marzipan so schnell wie möglich abgekühlt werden. Eine Glas- oder Porzellanschüssel ist dafür sehr gut geeignet. Ich habe meine Schüssel noch zusätzlich in den Kühlschrank gestellt. Das Marzipan dann in die Schüssel geben und möglichst großflächig in der Schüssel verstreichen. Die Schüssel dann gleich in den Kühlschrank stellen und das Marzipan für ca. 20 Minuten abkühlen lassen. Danach sollte das Marzipan eigentlich kalt sein. Und dann ist dein Rohmarzipan auch schon fertig. Die Masse nur noch zusammenkneten, in Folie einwickeln und bis zur Verwendung an einem kühlen Ort aufbewahren. 15 bis 18 Grad sind ideal. Lass das Marzipan ruhig für 2 Tage stehen, dann wird es noch besser, wenn du so lange warten kannst. Also ich kann nicht so lange warten und habe es gleich zu Marzipanbroten verarbeitet. Dafür musst du das Marzipan nur mit so viel Puderzucker verkneten, bis es so süß ist, wie du es gerne haben möchtest. Zu einer Rolle formen, die Enden dann etwas rund formen. Die Marzipanrolle halbieren und dann mit ordentlich Zartbitterkuvertüre einhüllen. Das ist übrigens das Vollkornmarzipan, also mit den ungeschälten Mandeln. Sieht das lecker aus? Also wer kann denn da bitte schön einem selbstgemachten Mandelbrot widerstehen? Also ich nicht. Hier, Marzipan selber zu machen und Rosenwasser ist doch gar nicht so schwer. Also ich hoffe ja, dass du jetzt richtig Lust bekommen hast, in die Küche zu gehen und dein eigenes Marzipan und Rosenwasser zu machen. Wenn dir meine kleine Anleitung, wie man Marzipan und Rosenwasser selber macht, gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mir jetzt einen Daumen dafür nach oben da lässt. Wenn du den Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann weiß ich das wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt hier diesen roten Button drückst und den Kanal Nico Staniszok abonnierst. Ja, das gesagt, ich verabschiede mich für heute und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Marzipan und Marzipanbrot selber machen gehen. Das lohnt sich, das ist wirklich ziemlich lecker. Und das esse ich jetzt ganz alleine auf. Am Stück. Das ist so gut. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.